이번엔 교내 신문 편집위원회입니다. 선생님 중 하나를 인터뷰하는 꼭지. 시시콜콜한 질문으로 시작하는데 Ich fühle mich wohl und die SchülerInnen sind auch. Haben Sie Tattoos? 갑자기 끼어드는 상급생. Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie sich an unserer Schule wohlfühlen. Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass an unserer Schule geklaut wird. Und können Sie denn sagen, wie es dazu kam, dass wir SchülerInnen von... 노학의 안색이 변하고 waren ja offensichtlich falsche Anschuldigungen. Da habt ihr recht, das war nicht richtig, aber es musste etwas unternommen werden, auch um diejenigen zu schützen, die mit der Sache nichts zu tun hatten. Es tut mir sehr leid, dass dazwischendurch die Falschen verdächtigt wurden. Ja, das beantwortet aber noch nicht meine Frage. Darum nochmal, wie kam es dazu, dass wir verdächtigt wurden? Es gab Hinweise, aber die waren nicht zielführend. Stimmt es, dass Frau Kuhn nach 14 Jahren im Dienst nicht mehr zur Arbeit kommen darf? Ist denn, dass es in unserer Schule eine heimliche Videoüberwachung gegeben Auch hat? dazu kann ich leider... Weil Sie es nicht wissen oder weil Sie es nicht wollen? Oder weil Sie es nicht dürfen? Ich dürfte wohl schon, ich denke aber, es wäre nicht richtig für alle Beteiligten. Meinen Sie nicht, dass wir SchülerInnen auch beteiligt sind? Doch, klar. Sicher. Also wenn ihr keine anderen Fragen mehr habt. Doch, haben wir. Stimmt es, dass Oskar Kuhn an eine andere Schule weg soll? Was habt ihr das denn? Tja, Nein, ehrlich, wer behauptet das? der Buschfunk eben. Und Sie werden doch sicher verstehen, dass wir unsere Quellen schützen müssen. Eure Quellen? 기성 언론을 Leute, 판박이한 bitte 모습. hören auf, solche zu verbreiten. Wirklich, das ist total unseriös. Wir wollen halt wissen, was bei unserer Schule abgeht. Jo, ich glaube, wir sind dann auch durch. Dir noch eine Frage? Nee. Danke. Danke, Frau Nowak. Schickt ihr mir das Interview, bevor ihr es druckt? Klar, Wann? sobald wir es geschrieben haben. 머그샷 같은 프로필 사진. 갈수록 태산에다 동네 북까지 되어버린 노학. 군 부인의 별 모양 블라우스. 이젠 너도 나도 입고 있습니다. 미치기 일보 직전입니다. 다음날 일상적인 수업 인사로 시작하려는데 모두들 침묵 시위를 하는 듯 조용합니다. Guten Tag. 참 어려운 초등생들. Meinetwegen, zumindest ist es ruhig. 곧이어 숙제 검사를 하려는데 평소에 서로 나서려 했던 아이들이 빤히 쳐다만 보고 반응이 없습니다. 집단 연대감으로 똘똘 뭉친 아이들. Meine Güte, jetzt sagt endlich, was los ist. Stimmt es, dass ihr Oskar von der Schule... Jenny, keine Ahnung, wo er dieses Gerücht hergenommen hat, aber wenn es jemand wissen müsste, dann doch wohl Oskar selbst. Vielleicht willst du was dazu sagen, Oskar? 정작 당사자인 오스카는 태어납니다. Scheinbar nicht. Dann würde ich jetzt gerne mit den Hausaufgaben weitermachen. 자초지종을 설명해달라는 요청이 들어오고 Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr reden wollt, dann kann 이어서 수업을 진행하려는데 der Unterricht. Wir haben ein Recht darauf, zu erfahren, was ist. 텔레비에서 많이 듣던 소리. Ali, das stimmt nicht. Ich habe mich bei dir entschuldigt, und Dr. Böhm ebenso. 또다시 건드리는 민감한 사안. Jetzt eigentlich mit dem Video? Gibt kein Video, Herrgott. So, Ruhe jetzt. Gebt mir die Hausaufgabenhefte. 아이들의 숙제를 걷어가는데 무언가를 열심히 써놓는 오스카. Wo ist die Hausaufgabe? Ja, alles nur wegen dem da. Ja, halt deine Hausaufgaben. Ruhe, habe ich gesagt. 이 모든 소란의 배우는 바로 오스카. 집단 행동의 기폭제 역할을 했죠. Wer kommt jetzt nach vorne und rechnet die Hausaufgabe vor? Tom, sehr gut. 성적이 중요했던 탐. Verräter. 아이들의 질타를 받습니다. Ich finde, wir können auch solidarisch untereinander sein. Ja, genau. Ja, genau. Du kannst dir das doch mit deinen Noten erlauben. Wenn ich es nicht mache, dann bleibe ich sitzen. 계속해서 배신자로 낙인 찍죠. Wenn du dieses Wort noch einmal verwenden, muss ich dich rausschicken. Dann müssen wir alle reden. Der ganze Scheiß von dem da. 천연덕스럽게 지켜드는 손가락. Was hast du gesagt? Wegen seiner Verbrechermutter. Raus. Ja, ich bin doch der Einzige, der hier mitmacht. Raus, habe ich gesagt. 재주는 곰이 부리고 돈은 대놈이 번다. 아마 독일 속담에도 있을지 모릅니다. 미래의 아카데미 나무주연상 오스카. 숙제 노트에서 발견한 메모. 엄마의 무죄를 주장하는 내용이죠. 학생들에게 협동이 뭔지 가르쳐 주려는 선생님. Für die erste Übung benötige ich 6 Freiwillige. Stellt ihr euch bitte alle auf diese Kiste, aber keiner darf runterfallen. 떨어질 수밖에 없죠. Vielleicht haltet ihr euch einfach an den Schultern fest. Probiert das mal. 그러나 이번에도 실패. 노학이 총애하는 오스카에게 물어봅니다. 잠시 머리를 굴리더니 Wir müssen uns gegenseitig die Hände geben. Würdest du uns mal zeigen, wie du dir das vorstellst? 하필이면 탐과 한 짝. Okay, das sieht doch schon gut aus. 오스카상 받을 만하죠. Sehr gut, ihr habt die Lösung gefunden. Super. 하지만 영웅이 본색을 드러내고 탐과 오스카의 악연은 계속됩니다. 시한폭탄 같은 학급 분위기. Rein, wenn du dich wieder beruhigt hast. 위기를 넘긴 듯 Das 했는데 war jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich meine. 와장창 유리문이 부서지고 노학의 노트북을 훔치러 들어갑니다. 노학의 바로 눈앞에서 벌어지죠. 그대로 후려치고 달아납니다. 추격전은 학교 밖까지 이어지고 다리 위에서 오스카를 마주하는데 주저없이 증거인멸을 해버립니다. 이제 오스카는 어쩔까?
Die Geschehnisse um Oskars Mutter erzeugen enormen psychologischen Druck. Wenn er von einem Teil der Klasse Beistand erfährt, wird er von anderen Schülern gemobbt. Dies führt zu Unruhe und zum Teil auch einer Arbeitsverweigerung innerhalb der Klasse. Zudem äußert sich der Frust des Schülers in einer erhöhten Gewalt, die sich physisch manifestiert. Meine Empfehlung wäre zunächst über einen Klassenwechsel nachdenken. Sollte sich die Situation für den Schüler nicht bessern, könnte man auch einen Schulwechsel in Erwägung ziehen. 결국 소문대로 진행되는 오스카의 운명. Sie haben jetzt als Klassenlehrerin von Oskar das... Ich halte es für eine absolute Bankrotterklärung, den Schüler auf eine andere Schule zu schicken. Das muss den Laptop wollte er nicht stehlen. Sondern? Er wollte seine Mutter schützen. Na gut, wenn Sie das sagen, dann glaube ich Ihnen das ja. Aber das macht ja alles andere nicht ungeschehen. Und Sie wissen, wir haben hier eine Schule mit sogenannter Null-Toleranz-Politik. Ja, ich weiß, Dr. Böhm. Aber es geht hier doch um eine persönliche Sache zwischen Oskar und mir. Wir bestrafen ihn für ein mögliches Vergehen seiner Mutter. Also ich möchte klarstellen für alle, es geht hier einzig und allein um Oskars Verhalten. Das hat weniger mit seiner Mutter zu tun. 그러자 모든 총대를 매겠다는 노악. Der ganzen Sache trage, sollte es nicht sondern ich besetzt. Die Kinder haben gefühlt nur noch Vertretung. 무기명 투표로 결정하게 됩니다. Abstimmung. Die Frage habe ich dann schon noch. Bitte? Frau Nowak, was ist eigentlich mit Ihrem Auge Ich bin passiert? hingefallen, wie eingangs erklärt. 뻔한 거짓말에 넘어갈 교사들이 아니죠. Verstehen, oder? Ich finde es schon bewundernswert, wie sehr Sie sich für den Jungen einsetzen. Du, Thomas, was hat das jetzt mit der Sache zu tun? Können wir jetzt... Lore, ich möchte nur wissen und sicher gehen, dass der Junge keine Lehrkräfte hat. Seien Sie sicher, Herr Liebenwerder, Oskar schlägt niemand. Gut, ich würde vorschlagen... 결국 찬반 투표로 결정되는 오스카의 운명. Suspendierung vom Unterricht erhält, sowie darüber, ob er an der Klassenfahrt nach England teilt, sich nach dieser Abstimmung die Situation nicht falls über einen Schulwechsel diskutieren. 이쯤 돼서 사태가 해결되면 얼마나 좋을까요? 이번엔 교내 신문입니다. 기사를 읽어본 노악은 눈을 의심하죠. 지나치게 편향된 스토리로 짜였습니다. 노악이 문제를 제기하자 노악의 말을 그대로 받아 적었다는 것. 인쇄된 신문이 든 박스를 집어들고 인터뷰 꼭지를 삭제할 것을 요청합니다. 사실과는 상관없이 노악의 진술이 완전히 왜곡돼서 전달된 것입니다. 본인들이 언론인이라고 믿는 아이들, 좋은 얘기만 쓰라고 검열을 받고 싶지 않답니다. 그냥 사실만 전달하길 바랬던 노악, 어쩌면 아이들보다 더 순진합니다. 설상가상으로 쿤의 진술도 함께 실려 있다네요. Wenn Sie das nicht aushalten können, dann ist es Ihr Problem. Schauen Sie da. Alles andere ist PR. 한계에 도달한 멘탈. Willst du reden? Willst du mich an meinen Namen nehmen? 상담교사만이 유일하게 노악의 마음을 헤아립니다. 월요일 완성된 신문이 배포되고 분란을 일으킨 장본인으로 유명해지는데 안 좋은 뉴스가 더욱 잘 팔리는 법. 학생들은 물론 교직원들까지 노악에 대한 시선이 달라졌습니다. Die Schule ist im Optimalfall ein geschützter Raum für Kinder. Im Zuge einer Diebstahlserie wurden uns zugemutet, die man sonst nur aus Unrechtsstaat. Der Mitschüler Ali Yilmaz wurde in einer Stürmung aus dem Laufen. Involvierte Lehrer waren Milo Studek, Liebenwerder, also meine. Von Eltern mit Migrationshinterweise derart zu verdächtigen, das zeigt den Struck Rassismus. 친절하게 토시 하나 안 틀리고 읽어주는 리벤. Anfang. Ohne konkrete wurde zu allem Überfluss auch noch die gute Schule Friederike Kuhn des Dienstes suspendiert. Die dabei verwendet wurde, ist nichts für schwache Nerven. Versteckte 다들 착잡한 심정이지만 리벤의 입을 막을 순 없습니다. Wie kann es sein, dass Sie uns im Kollegium immer die Zusammenarbeit verweigern? Wissen Sie, Herr Liebenwerder, ich finde, über Dinge sprechen immer noch besser. Und wenn Sie den Text aufmerksam gelesen, dann wäre Ihnen auch aufgefallen, dass ich über das Video... Ich weiß, wie man liest, das ist einfach unglaublich. Sie sind echt eine Nummer. Das reicht jetzt einfach. 노악의 인터뷰 기사로 인해 교무실이 그야말로 쑥대밭이 됩니다. 법률팀의 자문한 결과 교내에서의 이번 주 신문 판매가 금지됐습니다. Ist leider gezwungen, den Verkauf dieser Ausgabe auf dem Schulgelände. Online-Ausgabe, was ist denn damit? Hat die IT schon runtergenommen? Der Schulfrieden ist momentan massiv. Deswegen untersage ich Ihnen ab sofort weiter über dieses Thema zu. Kein Wort mehr und das gilt für alle. Und mit Ihnen sprechen wir dann später im Beisein des Personalrats. Was heißt das? Jetzt wird uns jetzt hier der Mein Mund verboten, Gott, jetzt oder hör was? doch mal auf, so kann das doch nicht sein. 이해관계 앞에선 모두 다 투사가 됩니다. Kann man aber nicht wir müssen geschlossen auftreten. Auch wenn wir nicht alle immer einer Meinung sind. Fall von niemandem hier als Rassist. Du hast es ja deutlich ausgeführt. 학생들을 챙기고 교사 본연의 임무로 돌아가잖아요. Nachgehen. Und dann gehen wir alle unsere Arbeit. Diese Schüler mal schön durch und lassen uns immer auf der Nase rumtanzen. Weißt du was, dein Blödsinnisten kannst du einfach zu Hause lassen, verstehst du? Was genannt, Lore? Ja, hab ich verstanden. Ach, weißt du, geh einfach. 말 그대로 난장판이 따로 없죠. Przecież mogłaś coś powiedzieć. Was? Was?
denn? Na, das Interview. Das ist Oskar. Du musst den Jungen vergessen. Ja, das scheint wirklich die wichtigste Eignung für diesen Beruf zu sein. Danke für den Tipp. Es geht um die anderen Schüler. 궁지에 몰린 노학이 갈 곳은 결국 본인이 맡은 학급입니다. Dass wir jetzt alle mal so laut schreien, wie wir nur können. Okay, nochmal. Traut euch, alle. Und 도저히 해법이 보이지 않는 난국에서 소리 없는 아우성처럼 들리지만 진솔한 한 교사의 처절한 몸부림이 전율처럼 가슴을 적십니다. was neulich in der Sporthalle passiert ist, habt ihr alle mitbekommen. Oskar wird nun für 10 Tage vom Schulbesuch suspendiert, darf auch auf die Klassenfahrt nicht mitkommen. Die Schülerzeitung hat im Kollegium für einigen Unmut. Die Schulleitung hat daraufhin die Tung auf dem Schulgelände. Krass, das ist ja Zensur. Jenny, ich finde es prinzipiell richtig toll, wie ihr euch in Zeitung organisiert und solidarisiert, wenn ich den Text inhaltlich höchst fragwürdig finde. Ja, Es tut mir leid, Frau Nowak, es war nicht gegen Sie. danke, Herr Teacher. 그런데 이때 초대받지 않은 인물. 엄마 쿤과 비슷하게 등장한 Was machst du 오스카. denn hier? Deine Mutter müsste einen Brief bekommen haben. 바로 루카스의 놀림감이 되어버립니다. Hey, Lukas, setz dich hin, sofort. 정치판을 그대로 옮겨온 듯 선동하는 아이들과 추종하는 아이들. Das geht nicht. 꿈쩍도 않자 도움을 요청하죠. Lieben Mörder, dürfte ich Sie kurz um Ihre Hilfe bitten? 먼저 다른 아이들과 분리시키고 Los, nicht diskutieren, macht, was Frau Nowak gesagt hat. 교실을 옮겨서 수업을 진행하려는데 마음은 오스카 밭에 가 있죠. Bin gleich wieder da. 오스카의 엄마랑 통화하는데 적반하장꼴이라는 쿤의 반응. Oskar, haben Sie den Brief von der Schulleitung erhalten? 학교에서 보낸 통지문을 받았지만 아들의 행동에 대해선 언급하지 않죠. Zu instrumentalisieren. 모든 책임을 노학에게 돌리는데 한치의 양보도 없어 보입니다. 학부모와 통화하랴, 애들 통제하랴. 교사 임무의 1순위는 멀티태스킹. 경악을 먹은 아들을 타이르지 않고 오히려 총알바지로 쓴 셈이죠. 또 다시 긴급 상황. Ihren Sohn, Frau Kuhn. Wenn wir versagen, dann gemeinsam. Ich komme nicht zu ihm durch. Keine Ich Reaktion. würde gerne erst noch mal mit ihm reden. Versuchen Sie es. Oskar, schaust du mich mal an? Aber wenn du jetzt nicht einsichtig bist und von allein wieder nach Hause gehst, dann wird alles nur noch schlimmer. 참았던 울음을 터뜨리는 오스카. 노학의 요청으로 단 둘이 남습니다. 방해받지 않도록 문도 잠그고 아무 말 없이 오스카와 나란히 앉죠. 교장 일행을 안심시키고 평소처럼 대합니다. 안 보는 듯하지만 다 보고 있습니다. 학교가 이미 끝나버린 시간에 오스카의 엄마가 도착했지만 노학과 눈이 마주친 후 돌아서서 지나가 버립니다. 학교 밖에서 걸려오는 엄마의 전화. Willst du nicht reingehen, Oskar? 이제 오스카에겐 중요하지 않죠. 물 한 잔을 건네는데 물끄러미 쳐다만 보던 오스카. 또 다른 현금을 준비해 왔을까요? 하지만 다름 아닌 노학이 건네준 퍼즐이었죠. 오스카에 의해 완성된 퍼즐이 슬며시 노학을 향하게 됩니다. 말도 많고 탈도 많았던 이 학교, 모두가 집으로 돌아간 시간이지만 여기 아직도 남아있는 한 사람이 있습니다. 마치 가마를 타고 입장하듯이 공권력에 의해 실려나가는 오스카. 노학의 퍼즐을 맞추고 받은 시상식처럼 보입니다. 시네프로였습니다.